Noch nie zuvor wurde eine beobachtete Supernova vorhergesagt. Am 1. Mai des Jahres 2015 sagte eine Gruppe von Wissenschaftlern voraus, dass im kommenden November ein Stern einige Milliarden Lichtjahre von uns entfernt in einer entfernten Galaxie zur Supernova wird. Eine Prophezeiung einer Supernova in einer Spiralgalaxie. Es war das allererste Mal, dass jemand überhaupt versucht hat, eine Supernova vorherzusehen. Ja, vorherzusehen. Wie ist sowas möglich? Supernovae sind unglaublich selten und vor allem ist es unmöglich, eine Supernova vorherzusagen. Bevor wir allerdings gleich mit dem Thema weitermachen, möchte ich mich vom ganzen Herzen bei Derek von dem Channel Veritasium bedanken. Sein Video zu genau diesem Thema hat mich aus den Socken gehauen. Es war so unglaublich und spannend, dass ich entschied, ihm zu schreiben und nach einer Erlaubnis zu fragen, ob ich ein Video zum selben Thema machen und mich von seinem fantastischen Video inspirieren lassen dürfte. Und noch am gleichen Tag bekam ich eine Mail mit einer super lieben Antwort und einer Erlaubnis. Also an dieser Stelle vielen Dank, Derek. Bitte unbedingt bei einem meiner Lieblingschannel auf YouTube vorbeischauen und lasst euch von seinen Videos verzaubern. Okay, lasst uns kurz durchgehen, was denn eine Supernova ist und wie es dazu kommt, dass ein Stern eine Supernova wird. In einer Ecke des Nachthimmels taucht ein blendend heller Stern auf. Er war noch vor wenigen Stunden nicht da, aber jetzt brennt er wie ein Leuchtfeuer. Dieser helle Stern ist aber eigentlich kein Stern, zumindest nicht mehr. Der brillante Lichtpunkt ist die Explosion eines Sterns, der das Ende seines Lebens erreicht hat. Eine Supernova. Supernovae können ganze Galaxien kurz überstrahlen und mehr Energie ausstrahlen als unsere Sonne in ihrem gesamten Leben. Sie sind auch, soweit wir wissen, die Hauptquelle für schwere Elemente im Universum. Im Durchschnitt tritt eine Supernova etwa alle 50 Jahre in einer Galaxie von der Größe der Milchstraße auf. Anders ausgedrückt, ein Stern explodiert jede Sekunde irgendwo im Universum. Und einige davon sind nicht so weit von der Erde entfernt. Wie genau ein Stern stirbt, hängt zum Teil von seiner Masse ab. Unsere Sonne hat zum Beispiel nicht genug Masse, um als Supernova zu explodieren. Obwohl die Nachrichten für die Erde immer noch nicht gut sind. Denn wenn der Sonne der Kernbrennstoff ausgeht, schwillt sie vielleicht in ein paar Milliarden Jahren an und wird zu einem roten Riesen, der wahrscheinlich unsere Welt verdampfen wird, bevor es allmählich zu einem weißen Zwerg abkühlt. Aber keine Sorge, ich weiß, ihr seid gerade sehr enttäuscht drüber, dass unsere Sonne nicht genug Masse hat. Dennoch, mit der richtigen Menge an Masse kann ein Stern das hier tun. Ein Stern kann auf zwei Arten zu einer Supernova werden. Supernova Typ 1: Ein Stern sammelt Materie von einem Nachbarn in der Nähe an, bis sich eine außer Kontrolle geratene Kernreaktion entzündet. Und die Supernova Typ 2: Der Stern hat keinen Kernbrennstoff mehr und kollabiert unter seiner eigenen Schwerkraft. Aber dazu vielleicht in späteren Folgen ein wenig mehr. Einfach so Supernovae behandeln möchte ich nicht. Und wenn wir das Thema aufgreifen, dann gehen wir auch tief in die Physik rein. Also gedulden. Kehren wir zum eigentlichen Thema zurück, der Prophezeiung einer Supernova. Natürlich können wir den ungefähren Lebenszyklus eines Sterns bestimmen anhand seiner Masse, Leuchtkraft und der Temperatur. Mit diesen Daten sind wir dazu in der Lage, einen ungefähren Lebenszyklus eines Sterns zu bestimmen. Doch schwierig bis unmöglich wird es vorherzubestimmen, wann ein Riesenstern zu einer Supernova wird. Wie Derek im Video als Beispiel den Riesenstern Betelgeuse nimmt, ein roter Superriese. Er ist ein toller Kandidat, um in einer atemberaubenden Supernova sein Leben zu beenden. Wann genau dies geschehen wird? Forscher sagen, es könnte sehr bald passieren. Heute, morgen, Samstag. Jedenfalls irgendwann in den nächsten 100.000 Jahren. Dies ist nicht wirklich präzise. Damit können wir nicht viel anfangen, doch im Lebenszyklus eines Sterns kaum erwähnenswert. Und für uns, wenn es passiert und wenn wir es noch als Menschheit erleben dürfen, dann erleben wir ein spektakuläres Ereignis am Himmel, dessen Leuchtkraft der Leuchtkraft unseres Mondes streitig werden kann.
Also könnt ihr euch alle vorstellen, eine Vorhersage einer Supernova unmöglich auf einen Monat genau zu bestimmen. Wie bereits erwähnt, 100.000 Jahre für einen Stern ist ziemlich präzise. Aus der Perspektive eines Menschen ist das aber eine Ewigkeit. Und die Wissenschaftler, die solch eine unglaublich präzise Vorhersage getroffen hatten, baten damals um einiges an Zeit auf dem Hubble-Weltraumteleskop, um Bilder der Galaxie SB 1149 im November zu machen. Und sie bekamen die Erlaubnis für. Sie durften jeweils ein Bild im Monat der Galaxie machen, beginnend mit dem 30. Oktober. Das erste Bild, das am 30. Oktober gemacht wurde, dort war keine Supernova zu sehen. Das nächste Bild am 14. November, auch da, keine Spur einer Supernova. Doch auf dem dritten Bild, am 11. Dezember, hatten die Wissenschaftler eine Supernova auf dem Foto entdeckt. Genau da, wo sie eine Supernova vermutet hatten und fast genau dann, wann es passieren sollte. Jetzt wird es interessant, denn sie haben bereits genau die Supernova, die sie vorhersagten, vorhergesehen. In dem Jahr zuvor und 5 Monate vor der Vorhersage hat das Hubble dieses Foto hier gemacht. Auf dem Bild sind 4 recht helle Punkte zu erkennen. Es sind die 4 Bilder derselben Supernova, die sie vorhersagten. Der Grund dafür, warum wir die Supernova an 4 verschiedenen Orten sehen können, ist eine Linse zwischen uns und dem Stern, eine sogenannte Gravitationslinse, bestehend aus riesigen Mengen von durchschnittlicher und dunkler Materie. Lasst uns hier ganz kurz durchgehen, was ein Gravitationslinseneffekt genau ist. Die Raumzeit kann sich unter dem Einfluss von Masse und Energie biegen, warpen und verziehen. Und es ist diese robuste Geometrie, die uns die Schwerkraft verleiht. Man kann es als ein raues Gelände ansehen und dadurch stolpert hier und da mal selbst Licht. Der Weg des Lichts, der gezwungen ist, jedem Hügel, Tal, jeder Beule und jeder Falte im Universum zu folgen, wird ständig hin und her bewegt, während es vergeblich versucht, einem geraden und schmalen Weg zu folgen. Das Vorhandensein eines nahegelegenen massiven Objekts lenkt das Licht von seinem ursprünglichen Weg ab, obwohl das Photon, der Lichtträger und die elektromagnetische Kraft keine eigene Masse hat, ist der Einfluss der Schwerkraft universell. Sobald dieses Raum-Zeitgelände geformt ist, muss Licht einen Weg finden, um in der Geometrie der Raumzeit zu navigieren. Und genau hier kommt eines der wohl merkwürdigsten Effekte des Geländers zum Vorschein, der soeben genannte Gravitationslinseneffekt, bei dem ein massives Objekt nun wie eine Linse wirken kann. Dieser Effekt kann den Lichtweg so stark biegen, dass Hintergrundobjekte ein Funhouse-Spiegel-Erscheinungsbild annehmen und ihre Bilder so weit verzerrt sind, dass sie fast nicht mehr wiederzuerkennen sind. Wenn wir tief in das Universum schauen, stoßen wir manchmal auf eine zufällige Ausrichtung. Etwas wirklich Massives wie ein riesiger Galaxiehaufen wird vor vielen nicht assoziierten Hintergrundgalaxien liegen. Das Licht aus dem fernen Hintergrund muss dem verdrehten und verzogenen Gravitationspfad folgen, der vom Cluster festgelegt wird. Das Ergebnis ist eine seltsam schöne Reihe von Bildern. Dafür braucht es allerdings, und wie ihr euch schon denken könnt, 3 Voraussetzungen. Ein Objekt in der Ferne, ein mächtiges Objekt in der Mitte und ein Beobachter. Erst wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind und sie möglicherweise perfekt eine Linie bilden, entsteht ein Ring, der Einstein-Ring. Ein Ring, um sie zu knechten. Sorry, das ging mit mir durch. Wenn sie allerdings nicht perfekt ausgerichtet sind, kriegt der Einstein-Ring einen Knicks und spaltet sich in einen Semikreis. Und wenn das mächtige Objekt in der Mitte unserer für die Linse benötigten Konstellation geometrisch mit dem Objekt im Hintergrund nicht übereinstimmt und vielleicht sogar mehr eine elliptische Form besitzt, kriegen wir 4 Bilder der Form eines Kreuzes, ein Einsteinkreuz. Diese verzerrten und gewarpten Bilder geben uns wichtige Hinweise auf den Inhalt des Clusters. Das massive Objekt zwischen uns und dem Hintergrund, das genug Schwerkraft bietet, um eine anständige Linse zu erschaffen. Doch das alles beantwortet uns nicht die Frage, wie es möglich ist, dass die Supernova gleich 4-mal in solch einer Linse zu sehen war, bevor wir sie eigentlich an ihrem eigentlichen Standpunkt sehen konnten. Der Stern in der Galaxie, SB 1149, explodierte ca. vor 9,3 Milliarden Jahren. Die immense Explosion schickte Licht in all mögliche Richtungen und vor 5 Milliarden Jahren stoß das Licht der Supernova auf ein sehr massives Objekt, ein Cluster namens MACS J 1149.5 plus 223. Ein wundervoller Name. So werde ich vielleicht meinen Erstgeborenen nennen.
Aber wie Derek in seinem Video so schön erklärte, dieser Name sagt uns nur, wo dieser Cluster entdeckt wurde und von was. Und so kam es, dass Licht, was eigentlich auf dem Weg war, uns zu erreichen, durch den gravitationalen Einfluss des Clusters sich verbiegen und verzerren konnte, so dass wir 4 Bilder der gleichen Supernova entdecken konnten. Und natürlich ist es ja nicht merkwürdig genug, dass wir ein und dieselbe Supernova 4-mal sehen können. Die Bilder zeigen auch verschiedene Zeitpunkte der Supernova an. Im Vergleich zum ersten Bild waren die Perioden der anderen Bilder unterschiedlich verteilt, in einem Zeitraum von wenigen Tagen bis zu über 3 Wochen. Die Entdeckung war ein unglaublich glücklicher Zufall, denn das war das erste Mal, dass wir so einen Multilinseneffekt beobachtet haben. Es gab natürlich andere Linseneffekte, die wir bereits beobachtet haben, in dem Objekte mehr als nur einmal im Bild vorkamen. Doch die Objekte änderten sich nicht über Zeit und es war somit nicht wirklich möglich, einen relevanten Zeitunterschied zwischen den Bildern zu messen. Doch wie ist es dazu gekommen? Eines der Gründe für den Zeitunterschied sind die verschiedenen Wege, die das Licht genommen hat, die unterschiedlich lang waren. Demnach hat es einfach ein wenig länger gedauert, bis ein Punkt erreicht wird und mal schneller. Jedoch gibt es einen weiteren Grund. Licht, das durch die gekrümmte Raumzeit reist, bewegt sich langsamer relativ zu einem Beobachter von außen. Die Shapiro-Verzögerung. Benannt nach Irwin Shapiro, der 1964 voraussagte, dass es möglich sei, diesen Effekt von Licht, welches sich durch gekrümmte Raumzeit bewegt, verlangsamt, zu testen. Seine Idee war es, ein Signal zur Venus zu senden, wenn die Venus am weitesten von uns entfernt ist, mit der Sonne zwischen uns, und dabei zu messen, wie lange das Echo braucht, um zu uns wieder zurückzukommen. Er berechnete, dass durch den Einfluss der Gravitation der Sonne das Signal 200 Mikrosekunden mehr bräuchte, als wenn die Venus uns nahe wäre. Und einige Jahre später wurde dieser Effekt bestätigt, exakt genau so wie es Shapiro vorhersagte. Schauen wir uns mal nochmal das Bild an. Es ist nicht seltsam, dass dasselbe Bild unserer Galaxie, in der die Supernova stattfand, gleich 3-mal auf dem Bild auftaucht. Sie selbst ist gelinst durch den Cluster zwischen uns und der Galaxie. Aber nicht nur diese Galaxie, sondern einige andere Galaxien sind im Cluster gelinst. Die Wissenschaftler haben die Verteilung der Materie und des gravitationalen Einflusses im Cluster studiert, bevor die Supernova stattfand. Und sie fragten sich, wenn wir die 4 Bilder einer Supernova in einem Bild der Galaxie sehen können, wann taucht die Supernova in den anderen Bildern der Galaxie auf? Und sie fingen an zu rechnen. Mit den Modellen der Masseverteilung und mit der Hilfe der Relativitätstheorie. Ihre Berechnungen besagten, dass die Supernova schon vor 20 Jahren in diesem Bild aufgetaucht ist, 1995. Dies zu überprüfen ist leider nicht möglich gewesen, doch im anderen Bild der Galaxie sagten sie voraus, dass die Supernova in ca. einem Jahr erscheinen müsste. Fast zu genau der Zeit, als Hubble das Bild machte. Eine Entdeckung, die uns so viel über das Universum verrät, in einem Bild, in dem ein einziges Ereignis im Universum 4-mal zu sehen ist, zu verschiedenen Zeitpunkten. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und hier nochmal ein riesen Dankeschön an Derek von Veritasium. Ich denke, dass die meisten von euch den Kanal sowieso schon kennen. Und wenn nicht, eine überaus deutliche Empfehlung, euch das Ganze mal anzuschauen. Und falls euch die Folge hier gefallen hat, wie immer hilft ein Daumen nach oben. Und falls ihr neu hier seid und nie wieder eine Folge verpassen möchtet, abonnieren. Wir sehen uns in der nächsten Folge der Entropy.